Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skat. Heute zeige ich euch, wie ihr einen recht typischen Fehler ganz einfach vermeiden könnt, bei dem ich immer wieder sehe, dass der selbst erfahrenen Spielern passiert. Der Spieler ist in Vorhand und hat für Passe das Spiel bekommen, hat den Skat aufgenommen und jetzt folgende 12 Karten. Also 3 Buben sind zu sehen, hier ein Ass, ist klar, dass er gereizt hat. Er drückt jetzt eine Herz und eine Pik Lusche und sagt mit diesen 10 Karten ein Kreuzspiel an. Also wenn alles einigermaßen verteilt ist, dann wird er auch nur 3 Stiche abgeben. Einen auf die Herz-Lusche, einen hier auf die fehlende Karo 10 und einen auf den Pik Buben. Theoretisch können die Gegner zwar auch mit den 3 Stichen über 60 bekommen, aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Also eine ganz solide Karte und da ist es auch völlig korrekt, dass der Spieler jetzt mit Trumpf startet. Im ersten Stich fällt jetzt Trumpf Dame und Trumpf König, das ist keine Überraschung. Der Spieler setzt mit dem Herz Buben fort, da fällt jetzt Pik Bube und Trumpf Ass. Und das ist an sich die erste gute Nachricht für den Alleinspieler, denn die Trümpfe sind ganz gleichmäßig verteilt. Es fehlt jetzt nur noch die Kreuz 10 und die plant der Spieler natürlich, sofern er wieder am Stich ist, mit dem Karo Buben abzuholen. Erstmal sitzt er jetzt allerdings in Hinterhand, das Spiel geht weiter. Es kommt Herz Dame, Herz Ass, muss der Spieler bedienen. Danach wird die Herz 10 weitergespielt, sticht klein mit der Kreuz Lusche. Und da ist es jetzt passiert, in Hinterhand sticht die Kreuz 10 über. Und das ist natürlich nun ein fetter Stich, der nicht geplant war. Nun haben die Gegner schon kurz vor 50 Augen liegen und wie es dann so ist, kommt natürlich jetzt Pik auf den Tisch, Pik Dame, Pik Ass und da kann der Spieler jetzt nicht mehr viel machen. Die Punkte muss er natürlich stechen und dann hoffen, dass die Karo 10 blank ist. Das war aber nicht der Fall, Karo war auch 2:2 verteilt und so hat er nun dieses schöne Spiel an sich gegen eine ganz gleichmäßige Trumpfverteilung verloren. Frage ich euch, was hat er denn falsch gemacht? Also im Spielverlauf, das haben wir gesehen, da konnte sich der Alleinspieler nicht mehr gegen diese unglückliche Überstichssituation verteidigen. Das haben wir ja gesehen. Der Fehler, wenn man denn von einem sprechen will, ist schon vorher passiert, und zwar beim Drücken. Der Spieler hatte ja 6 Trümpfe und die 3 Karos, da sind wir uns sicher einig, dass er sie so in der Hand behalten sollte. Entsprechend blieben diese 3 Karten über, von denen er noch 2 drücken konnte. Und er hatte sich hier für eine Herz- und eine Pik Lusche entschieden. Und genau das war das Problem. Es wäre besser gewesen, deutlich besser, die beiden Herzluschen zu drücken. Habt ihr eine Idee, warum das so ist? Also die gute Nachricht, ich erzähle das jetzt nicht nur, weil es hier ganz im konkreten Fall zum Erfolg geführt hätte, sondern die Begründung liegt ganz einfach in den fehlenden Karten, die sich noch auf die Hände der Mitspieler verteilen. Ein Herz, wo ihr selber 2 Karten habt, haben die Gegner 5 Karten. Im Pik, wo ihr nur eine habt, verteilen sich noch 6 Karten auf die 2 Hände. So, das soll jetzt der große Unterschied sein. 5 fehlende Karten, 6 fehlende Karten. Ja, genau das ist sogar der springende Punkt. Es ist nämlich so, dass es deutlich unwahrscheinlicher ist, 6 Karten so ungleichmäßig auf 2 Hände zu verteilen, dass es zu dieser unangenehmen Überstichssituation überhaupt kommen kann, als das bei den 5 fehlenden Karten in Herz der Fall ist. Um mal so eine ganz grobe Daumenpeilung zu geben. Bei 6 fehlenden Karten droht euch dieses Schicksal nur ungefähr jedes 6. Spiel. Bei 5 fehlenden Karten kann es euch in jedem 3. Spiel ereilen. Darüber hinaus ist es noch so, dass die Gegenspieler euch in Herz, wo sie eine Karte weniger im Blatt führen, deutlich eher eine der fehlenden Luschen zutrauen werden, als das im Pik der Fall ist. Das heißt, auf lange Sicht ist es einfach deutlich wahrscheinlicher, dass in Herz die vollen Karten auf den Tisch kommen, als das in Pik der Fall ist. Und dann fahrt ihr immer besser, wenn die beiden Herzluschen gedrückt sind. Tja, für mich ist das eine Argumentation, die so schwer wiegt, dass sogar in einer ähnlichen Situation, etwa der folgenden, wo es ja ganz typisch wäre, zuerst einmal die 3 Augen der Pik Dame zu drücken und dann eine Herzlusche. Selbst in so einer Situation solltet ihr mal drüber nachdenken, zumindest ab und an die 3 Augen im Blatt zu halten
und die 2 Karten einer Farbe zu drücken.